Herzlich willkommen bei Universal Numbers. Ich bin Paramatma. Wenn du die Wegzahl 7 hast, die Lebenszahl 7 hast, das heißt, wenn alle deine Zahlen in der Quersumme, die Zahlen des Geburtsdatums, in der Quersumme eine 7 ergeben, dann hast du bestimmte Eigenschaften ganz natürlich mit in diese Inkarnation bekommen. Und die Wegzahl sagt etwas darüber aus, ganz im Allgemeinen, wie wir Erfahrungen machen, wie wir Erfahrungen verarbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir in Begegnung, in Beziehung mit anderen Menschen gehen, auch wie wir mit uns selbst in Beziehung sind, wie wir Herausforderungen begegnen und wie wir unser ganzes Sein zusammenbringen. Deswegen ist die Wegzahl so eine wichtige Zahl, weil alle Aspekte unseres Seins zusammenkommen. Und die 7 bringt Themen mit wie Verständnis, Wohlwollen, auch Perspektiven zu sehen, in Übereinstimmung zu sein mit dem Selbst, mit dem eigenen Selbst und mit den Perspektiven, wie wir unterschiedlich, man selber und auch andere, auf eine und dieselbe Situation schauen. Und das kann auch sehr erhebend sein für sich selbst und für andere, wenn wir in Übereinstimmung damit sind von es ist so und wir alle haben aber auf diesen Zustand, auf diese gleiche Situation möglicherweise ganz unterschiedliche Perspektiven. Möglicherweise schauen wir durch ganz unterschiedlich wie gefärbte Brillen auf eine Situation. Und das Verständnis, die Zahl 7 dann mit sich bringt, ist es zu sagen, ja, ich habe Verständnis für deine Position oder vielmehr für deine Perspektive und ich habe Verständnis für meine Perspektive und das darf alles nebeneinander da sein. Es sind alles nur Sichtweisen. Im weniger Erlösten würde ein Mensch mit der Zahl 7 vielleicht so das Ding haben von wegen, ich bin ja so unglaublich verständnisvoll, aber man hat eben doch eine eingeschränkte Sichtweise. Also wir sind immer natürlich alle eingeladen zu schauen, wo schaue ich durch meine eigene gefärbte Brille und bin mir dessen bewusst und kann es auch so sein lassen. Eben ohne zu sagen, ich weiß es besser, ich stelle mich über andere mit meiner Meinung oder ich stelle mich drunter. Die 7 würde eher dazu tendieren, sich über andere zu stellen. Ich habe Recht, die anderen haben Unrecht. Und dann geht das ganze Drama los. Erheben kann ja auch immer etwas sein, was sehr Unterstützendes hat. Aber es kann ja auch etwas sein, was etwas sehr Undienliches hat, nämlich wenn ich mich über andere erhebe. Aber wenn ich Verständnis habe für meine Situation, für die Situation des anderen, für sein Erleben, für mein Erleben, dann kann auch ein erhebender Moment da sein für uns alle, weil wir voneinander lernen können. Die Wegzahl hat ja auch viel mit Kommunikation und damit mit Beziehung zu tun. Die 7 hat die Herausforderung, wertschätzend zu kommunizieren, respektvoll zu kommunizieren. Und das kann im Negativen dann eben auch nicht der Fall sein, sodass die 7 erstmal die Herausforderung hat, das für sich klar zu haben, könnte es sein, dass ich mit Vorurteilen in eine Begegnung gehe? Könnte es sein, dass meine Sprache wenig erhebend ist? Könnte es sein, dass meine Sprache wenig respektvoll ist an bestimmten Stellen? Natürlich halt immer nur in oder vornehmlich in besonderen Situationen, wenn uns vielleicht was echauffiert, wenn wir uns über was aufregen, ja, wenn das Feuerelement mit reinkommt. Die 7 ist Feuerelement. Wenn ich sage, meine Meinung ist die richtige und dann kommt noch ganz viel Feuer mit. Und da ist die Einladung für die Wegzahl 7, sich selbst auch mal zurückzupfeifen und zu schauen, okay, könnte es sein, dass ich da noch ein bisschen mehr Achtsamkeit, Wertschätzung für die Meinung des anderen, für die Sichtweise des anderen reinbringen kann. Und könnte es sein, dass wir uns erst dann auf ein Verständnis einigen können, wenn wir uns
dass wir uns erst dann gegenseitig besser sehen und verstehen können, wenn ich die Meinung des anderen wirklich anhöre. Die Wegzahl hat was mit Kommunikation zu tun, wie ich sagte, und Kommunikation ist nicht nur Sprechen, sondern auch Zuhören. Das heißt, inwiefern höre ich respektvoll dem anderen zu. Und das ist eben auch eine Einladung für die Wegzahl 7, Verständnis zu haben und auch gütig zu sein, freundlich zu sein, nicht als eine Form von Höflichkeit freundlich zu sein, sondern als ein wirkliches Verständnis, eine Haltung von Verständnis, eine Haltung von ich sehe dich und eine Haltung von, ja, das ist sowas, ich finde das englische Wort Kindness trifft das sehr schön. Es ist so eine Kindness, so eine Freundlichkeit, so eine Güte, ein Wohlwollen dem anderen gegenüber, den anderen wirklich zu sehen und anzuhören. Und wir brauchen nicht übereinzustimmen in den Meinungen, aber wir können die Meinung des anderen hören und dastehen lassen und meine Meinung aussprechen und dastehen lassen. Und das ist es, was die Wegzahl 7 als Möglichkeit mitbringt, auch als Fähigkeit mitbringt. Und die Einladung ist es, das wirklich mit in die Kommunikation reinzubringen, ein echtes Verständnis zu etablieren. Die Wegzahl zeigt auch an, wo wir Möglichkeit haben, uns zu transformieren, wo wir wirklich weiterkommen können, wo wir etwas, was in uns ist, als Schattenseite, wie können wir das ins Licht bringen? Wenn jetzt zum Beispiel die Schattenseite der 7 ist, wenig respektvoll zu sein, besserwisserisch zu sein, um abwertend zu sprechen, dann ist die Einladung, sobald wir uns dessen bewusst werden, das zu transformieren. Und es kann auch sowas sein wie eine Rolle, die wir haben, die wir transformieren dürfen. Da steckt auch immer was drinnen in der Rolle, die wir haben. Zum Beispiel, wenn jemand die Rolle hat von ich bin immer der oder die verständnisvoll, ich habe immer so viel Verständnis für die anderen, dann ist es auch noch mal die Frage, und wo ist das Verständnis für einen selber? Das wirkliche Verständnis. Weil könnte es sein, dass wir immer nur so lange mit Feuer und mit einer Form von ich weiß es besser in ein Gespräch, in eine Diskussion reingehen, wenn wir selber noch nicht genug Verständnis für unsere eigene Haltung haben. Wenn ich noch nicht verstanden habe, was ist es denn, was mich wirklich in der Tiefe bewegt, was jetzt mich wirklich in dieser Diskussion so manchmal massiv werden lässt. Wenn ich verstehe, dass es mir in Wahrheit in der Tiefe darum geht, dass wir wohlwollend miteinander umgehen und ich aber in der Diskussion so hart meine Perspektive verteidige, dass ich den anderen gar nicht mehr höre und den anderen gar nicht mehr sehe, dann ist das Wohlwollen nicht mehr vorhanden. Das heißt, die Einladung ist es, gerade für die Wegzahl 7 zu schauen, um was geht es dir, wenn du in eine Diskussion gehst? Geht es darum, deine Sichtweise zu verteidigen oder geht es dir darum, das zu transportieren, dich hörbar zu machen in dem, was dir wirklich wichtig ist, was dir wirklich am Herzen liegt? Und die Wegzahl zeigt auch immer, was wir im Innersten sind, was dann auch aus uns herausstrahlt. Und für die Zahl 7, für die Lebens- und Wegzahl 7, ist das die Zuversicht, die rausstrahlen darf, die Hoffnung, die im besten Sinne des Wortes die Hoffnung, nicht eine als Illusion, sondern als echte Zuversicht, erhebend auf Situationen zu schauen, nicht das Negative zu bestätigen, sondern die Möglichkeiten zu bestätigen, die da sind, darauf das Augenmerk zu haben. Das ist es, was du bist, das ist es, was du ausstrahlen kannst, wenn du damit in Kontakt kommst und wenn du das verkörperst. Dann kommst du zur Türe rein, betrittst einen Raum und mit dir
betritt Zuversicht den Raum. Mit dir betritt Verständnis, echtes Verständnis und echtes Wohlwollen den Raum. Ich wünsche dir dabei, dass du dem folgst, dass du dich ehrlich auch mit dir selbst konfrontieren kannst und sagst, hey, da sind noch Schattenseiten. Was steckt da drinnen? Welcher Schatz steckt da drinnen? Wie kann ich diese Schattenseite erstmal dastehen lassen, umarmen, da sein lassen? Und was kann ich daraus greifen und transformieren und für mich einsetzen? Vielen Dank für dein Dasein, vielen Dank für dein Sein. Schön, dass du mit dabei bist bei der Universal Numbers Gemeinschaft. Und ja, für das nächste Video freue ich mich, dich auch wieder dabei zu haben. Sei gespannt auf mehr.